Guten Morgen, liebe Freunde der besten Unterhaltung. Hier auf YouTube würde ich hier mal behaupten, wenn es um Musik geht und den besten Musikproduzenten hier auf dem Planeten, dank meiner kleinen Trolle, die hier unter dem Tisch jeden Tag mir das zurufen, glaube ich ganz fest daran, dass ich dieser eine unfassbare Produzent auf diesem Planeten bin. Du? Ich dachte Butch. Nee, ja, er ist auch ein sehr guter Produzent, aber nur bei Pupsen und Rülpsern und Schmatzern und Schnarchern und Pupis. Und Haaren verlieren und Pup machen. Und herzlich willkommen, mein Spezialgast, Dana Rolle. Und heute habe ich noch was ganz anderes Besonderes dabei. Es haben mich die letzten Wochen immer wieder Leute gefragt, ob ich Kopfhörer empfehlen kann, die wireless sind und ebenso fürs Handy unterwegs und so weiter, weil mit den großen Kopfhörern wollen die nicht durch die Gegend laufen. Das kann ich natürlich nachvollziehen, auch wenn ich jedes Mal diese Kopfhörer hier empfehle. Das sind wirklich Kopfhörer, mit denen läuft man draußen nicht rum. Ich finde das auch affig, wenn Leute so riesige Kopfhörer haben und dann auf der Straße rumlaufen und den ganzen Verkehr nicht mitbekommen, die Leute nicht mitbekommen und sonst irgendwas. Das ist wirklich für zu Hause, für Genießen und Zurücklehnen oder Reactions machen oder sonst irgendwas. Und ich habe in dieser Woche einige Kopfhörer ausprobiert. Ja. Eigentlich 2, aber das waren 2. Aber sehr lange vorher rumüberlegt und geguckt und informiert. Ja, also ich bin bei diesen technischen Sachen, ich bin ein absoluter Technik-Geek. Und wenn ich mir da irgendwas hole, dann fresse ich mich da natürlich in die Materie rein, wie sonst was, wenn ich nicht sowieso schon drin bin. Und da sind ganz neue Kopfhörer wireless in ihr Kopfhörer rausgekommen mit aktivem Noise Cancelling, also da werden Umgebungsgeräusche aktiv geblockt von Sony, die W1000X3 oder so hießen die. HFX ja, die haben wir so. 1003, keine Ahnung, wie die heißen, genau. Sowieso, ich kann sie nicht empfehlen. Leider muss ich ein bisschen sagen, es hat ein bisschen wehgetan. Ich habe sie wieder zurückgegeben, obwohl der Sound echt sehr gut war. Der Sound war richtig gut. Man hatte einen Equalizer, wo man sich alles selber einstellen konnte. Auch gerade im Bassbereich konnte man zum Beispiel dann eben einstellen, dass man so einen richtig schönen, trockenen, harten Bass unten haben wollte, gerade bei der Kick und so weiter. Fand ich sehr, sehr cool und trotzdem war es sehr präzise in den Höhen. Ich habe den ein paar Tage reingehört, aber das Problem war einfach, dass die Bluetooth-Verbindung jedes Mal abgebrochen ist. Also ich hatte ständig Probleme mit der Bluetooth-Verbindung. Ich habe ein Huawei-Handy, also Android, und es sollte eigentlich aber eben trotzdem nicht passieren. Die App selber fand ich so gesehen gar nicht so schlecht, aber es hat einfach, mitten in Telefonaten ist es dann einfach abgebrochen und ich fand es schon ein bisschen verdächtig, als ich alles neu geholt hatte, dass man in dieser App auswählen konnte, ob man die Priorität auf die Verbindungsstabilität legen möchte oder auf die Soundqualität. Und ich dachte so, beides, maybe. Das war schon sehr verdächtig. Ich hatte auch ein Update mit den Kopfhörern die Tage, aber es hat alles nichts gebracht. Die Verbindungen sind kacke gewesen. Und was ich auch schade fand, ist, dass man an den Kopfhörern selber, die hatten zwar so eine Touch-Oberfläche, aber man konnte nicht die Lautstärke einstellen der Kopfhörer. Also wenn du dann das Handy in der Hosentasche hast, dann konntest du nichts einstellen. Und jetzt, statt über die zu reden, die du zurückgegeben hast, erzähl doch lieber von den neuen, die du dir stattdessen geholt hast. Und die Sony-Kopfhörer haben 260 Euro gekostet, 250 Euro oder sowas. Also die waren richtig teuer. Hatten auch ein schönes Etui und so weiter. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich krass enttäuscht und habe mir stattdessen die hier geholt. Und ich bin nicht gesponsert von Samsung, so wie Blackpink. Schade. Wirklich schade? Vielleicht wird das ja noch was. Wirklich schade. Ja, wirklich schade. Ich habe mir nämlich auch überlegt, Samsung? You see this? Ja, das Note 10 Plus auf jeden Fall wahrscheinlich auch zu holen, weil ich es auch sehr geil finde. Aber ich habe mir auf jeden Fall diese Kopfhörer geholt, die Samsung Buds, die 2019er Version, die ganz neuen. Die haben tatsächlich den Sound von AKG. Ja, also das ist eine wirklich traditionsreiche Audiomarke, die eben auch Kopfhörer herstellt. Von denen hatte ich auch sehr lange mal Kopfhörer. Da war ich noch ein bisschen jünger und ich hatte die, glaube ich, über 10 Jahre, bis sie wirklich komplett auseinandergefallen sind. Aber hast du nicht immer noch welche? Stimmt, ich habe auch noch die AKG KH255 irgendwas. Also auch aber so große Dinger. Genau, Over-Ears, auch fürs Studio. Wobei ich sagen muss, ich finde die besser. Ich auch. Es gibt aber von den AKGs nochmal eine andere Version. Ich mag die aber nur wegen dem Fit nicht wegen dem Sound. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir die geholt und ich muss sagen, ich bin extrem überzeugt von denen.
An alle, die da gerade vielleicht was suchen, Wireless, weil auch gerade die Kopfhörerstecker an den Handys immer weiter verschwinden. Die waren echt super praktisch, muss man sagen. Hier sieht man den Inhalt leer, denn ich habe sie schon in meiner Hand. Seht ihr, wie klein diese Etuis? Die sind so winzig. Ich Also dachte das Case- schon, die wären ein bisschen größer. Ja, ich hatte natürlich einige Tech-Videos geguckt, um mir das anzuschauen. Das Case ist wirklich super klein. Ich habe nicht mal die größten Hände der Welt. Ich weiß nicht, was man jetzt hier als Referenz vielleicht mal hinlegen könnte. Wer zufällig eine Samsung Portable SSD T5 zu Hause hat, die gibt's, also haben schon einige mittlerweile, auch von Samsung, by the way, hat das vielleicht als Größenvergleich. Ja, also die sind wirklich klein. Ich habe natürlich die Apple AirPods nicht, aber einfach weil der Formfaktor ein komplett anderer ist, kann man das nicht komplett vergleichen, aber es fällt doch sehr klein aus. Das Geile ist USB-C, also wirklich quasi in jedem Haushalt überall jetzt vorhanden, und noch geiler, habe ich das letzte Mal vergessen zu sagen, man kann die induktiv laden. Also wenn ihr irgendwo kabellos eine Station habt, könnt ihr es einfach drauflegen. Ich habe hier direkt neben meinem Bildschirm eine, leg's drauf und es wird wireless geladen. Sehr, sehr geil. Praktisch. Ja, super praktisch. Man hat hier vorne dann so ein kleines Indikatorlicht, das dann in 3 verschiedenen Farben anzeigt, was für einen Batteriestatus man hat. Eben rot, orange und grün. Und hier sind die schönen Teile drin, in diesem schönen, das muss man kurz ASMR-mäßig. Auch satisfying. Also ich finde die wirklich sehr, sehr gut, und das sind eben so In-Ears, die dann komplett in das Ohr reingehen mit so einer kleinen Touch-Oberfläche. Vielleicht sollte ich das einfach mal vorführen. Das Intro wird jetzt sehr lang, aber wen es nicht interessiert, der kann das überspringen, weil ich bin sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ich hatte vorher andere Kopfhörer, die ich leider verloren habe, was sehr untypisch ist. So. Und wie ihr seht ihr fast gar nichts. Also wenn ich jetzt frontal in die Kamera schaue, könnt ihr fast gar nichts sehen. Wenn ihr jetzt irgendwie noch längere Haare habt oder sonst irgendwas, dann seht ihr sie sowieso nicht mehr. Also die sind sehr klein tatsächlich. Die sind wirklich klein. Und die sind super bequem. Ja. Ich habe deine direkt auch ausprobiert mit anderen Tipps, mit kleineren noch. Und die sind so bequem und halten so gut. Ich habe hier direkt meinen Kopf rumgeschüttelt und alles, was an mir dran hängt. Und da ist nichts, es hat nicht mal gewackelt oder ist locker geworden. Ja, das ist wirklich... Ich kann das nicht zu stark machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die bewegen sich gar nicht. Ich habe weder ein Kabel dran noch sonst irgendwas. Es sind 3 so äußere Wingtips, nennen die sich, außen dran, die man nach Ohrgröße dann dranlegen kann. Ich habe jetzt die mittleren dran, also die schon dran waren. Und die größten Ear-Tips, also die äußeren hier. Da sind auch nochmal 3 dabei. Und genau, die gehen hier auch einfach super sicher ins Etui und fertig. Ich hatte jetzt heute auch einen ganzen Tag dabei, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Merkst du gar nicht. Also setzen wirklich kaum auf. Und die Verbindung mit dem Handy ist super schnell da. Das war halt bei den Sony-Kopfhörern nicht. Sobald ich das Case aufmache, sehe ich am Handy schon, dass das Display kurz eine Notiz mir zeigt, dass die Verbindung da ist mit den Kopfhörern. Dann legt man es rein, man hört einen Bestätigungston. Die wissen dann, dass die im Ohr sind, die Kopfhörer. Und dann kann man auch schon nur mit einem das bedienen bzw. Hören. Und die haben noch eine krasse Funktion. Man kann, weil es ja In-Ears sind und man optimalerweise auch die Ear-Tips benutzt, die das wirklich so dicht wie möglich machen, hört man von außen schon kaum. Also die haben dann wirklich so im Endeffekt eine passive Noise-Canceling-Funktion. Also man hört von außen dann recht wenig, was ich sehr, sehr angenehm finde, wenn ich einfach mal ein bisschen meine Ruhe haben will vom Mops. Von dem Mops. Achso, ja. Du zeigst manchmal auf mich. Ja gut, das sieht dann immer so, aber im Bild versteht man das schon, dass ich hier den kleinen Mops da meine. Genau, und die haben aber die Funktion, dass man Umgebungsgeräusche trotzdem aktivieren kann. Also die werden dann aktiv über die eingebauten Mikrofone, die hier außen sind mit so kleinen Punkten, werden die Umgebungsgeräusche aktiv
in die Ohren weitergeleitet, und zwar so viel wie man möchte oder eben so wenig wie man möchte, und das dann sogar noch mit einem Fokus auf die Stimmen, die um sich herum herrschen. Das ist total abgefahren. Man hört dann eben explizit, wenn Leute reden, hört man die besonders deutlich und jetzt nicht irgendwie und alles. Und seine eigene Stimme auch. Die eigene Stimme auch. Man kennt das ja, wenn man In-Ears hat, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist am Anfang, sich reden zu hören, weil alles so dumpf ist und man nur seine innere Stimme hört. Aber hier ist es dann eben nicht so extrem, beziehungsweise eigentlich gar nicht, weil du dich selber verstärkt hörst. Das ist auch sehr, sehr cool. Mir ist auch aufgefallen, man kann dann auch Musik hören tatsächlich, nicht volle Lautstärke, aber in einer gemäßigten Lautstärke und trotzdem sich mit den Leuten unterhalten, obwohl du die Ohren eigentlich dicht hast. Ja, ist ziemlich cool. Und eben, wie gesagt, die Bedienung mit den Touchflächen außen. Man kann da auch aussuchen, was man haben möchte, ob man Sprachassistenten aktiviert oder diese Umgebungsgeräuschgeschichte oder lauter, leiser. Nächsten Track, Pause. Track zurück. Und, Play. Ja, Pause, Play, genau. Also wirklich gut. Also die sind super, super praktisch. Der Sound ist gut. Ich würde sagen 2+. Okay. Ja. Oder was hättest du den Sonys gegeben? Also man muss aber auch sagen, für In-Ears, das ist wichtig, dass es In-Ears sind und Wireless, Stimmt, ist halt eine andere Skala, als wenn ich solche Kopfhörer nehme. Das ist einfach... Ja, das finde ich aber schwer, weil das ist ein ganz anderes Produkt, das kann man nicht vergleichen. Genau, das ist erstens mal nicht Wireless, sondern mit Kabel, und es ist halt Over-Ear. Genau. Und kein kleines In-Ear. Allein durch die Verbindung des Kabels ist eigentlich eine bessere Qualität schon so oder so von Haus aus gegeben, also rein physikalisch. Mittlerweile ist zwar die kabellose Technologie echt sehr, sehr gut. Wenn ich dran denke, wie sie noch vor einigen Jahren waren, dann konnte man, also das war Katastrophe, da kabellose Kopfhörer zu kaufen. Aber mittlerweile, jetzt mit Bluetooth 5, gibt es ja mittlerweile 5.1 sogar, ist es wirklich sehr, sehr krass. Aber auch wirklich In-Ear, musst du auch überlegen, klingen so oder so auch nochmal ganz anders als Over-Ear und vom Tragekomfort. Also ich glaube, ich hätte gebe denen doch wirklich zumindest eine stabile 2, definitiv. Ich hatte ja auch von Beats die Beats X, das sind diese Wireless. Beats X heißen die. Ich glaube, die hießen echt nur Beats X. Ja, die hatte ich damals mit meinem iPhone zusammen. Das war eine gute Kombi, weil die diesen W1-Chip hatten und dann sofort sich verknüpft haben. Genau wie die AirPods das mit dem iPhone machen. Aber die Kopfhörer waren vom Sound her, waren die auch gut. Ich hatte nur immer so mit dem Tragekomfort ein bisschen Probleme. Die sind mir immer so ein bisschen rausgefallen. Was praktisch war, dass man die halt immer getragen hat quasi. Andererseits habe ich es jetzt irgendwie doch verloren. Und mit Android-Telefon war die Verbindung an sich eigentlich gut, also war stabil, aber man hatte keine weiteren Bedienungsoptionen oder sonst irgendwas. Einstellungsmöglichkeiten. Genau, und man konnte auch gar nicht sehen, ob der Akku noch geladen ist oder nicht am Handy, also war irgendwie nicht dafür optimiert. Und die Sonys waren aber vom Sound für In-Ears und Wireless waren die echt gut. Also ich habe bisher nichts Besseres gehört, ehrlich gesagt. Also der Sound auf den Sonys war richtig, richtig krass. Aber die Software war... Die Software war wirklich, oder halt, vielleicht ist es auch ein technisches Problem, weil die Verbindung nicht gehalten werden konnte. Aber die Sonys waren definitiv eine 1, also safe. Von das, was jemals Wireless In-Ear gehört habe, waren die richtig krass. Das kann man mit AirPods gar nicht vergleichen. Ich glaube, ich muss zu Saturn oder Mediamarkt oder so. Oder so. Die auch haben. Jetzt, wo du auch noch so davon schwärmst. Die sind wirklich, wirklich gut. Vom Sound, wie gesagt, eine stabile 2. Die kommen niemals auf ein Level wie jetzt diese Kopfhörer. Aber das finde ich bei solchen Kopfhörern, die man mit sich trägt und unterwegs ist und irgendwie vielleicht auch telefoniert, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Das haben wir auch getestet übrigens hier im Haus. Ja. Wie
Telefonsprachübertragung ist, die war auch fast genauso gut, wie wenn ich direkt am Handy bin. Und das ist schon beachtlich. Ja, gute Dinger. Wie gesagt, ich glaube, es liegt vor allen Dingen auch daran, dass AKG mit drin ist und deswegen der Sound echt gut ist. Es ist nicht der beste Sound für Wireless In-Ears, sage ich ganz klar und ehrlich, weil ich eben die Sonys gehört habe. Die waren wirklich, wirklich krass. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis? Preis-Leistung, die Sonys haben doppelt so viel gekostet, fast wie die, wirklich fast doppelt so viel. Das kann man gar nicht vergleichen. Das Etui war 3-mal so groß, gefühlt. Ja, war wirklich 3-mal so groß. Und die standen auch weiter draußen. Ich hätte sie euch eigentlich zeigen sollen, so einen Vergleich machen sollen, aber eigentlich ist es kein Technikkanal. Vielleicht sollte ich das aber mal dahin drehen, im Technikkanal, weil mit den Kopfhörern... Für Kopfhörer? Ja, für Kopfhörer. Macht schon Sinn irgendwie. Also sie sind wirklich super, super sexy, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schönes kleines Ding. Ich habe die jetzt zwar erst 2 oder 3 Tage, aber ich bin schon so überzeugt, dass ich da... Ja, also wenn da irgendwas sein sollte, bleibt auf jeden Fall hier bei dem Kanal. Ich sage sonst Bescheid, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Wenn ihr dann vielleicht sogar noch demnächst ein Smartphone habt, das induktives Laden selbst auf der Rückseite hat, wie zum Beispiel das Huawei P30 Pro, das ich nicht habe übrigens, könntet ihr die theoretisch auch hinten einfach drauflegen oder das Samsung Galaxy S10 Plus. Hat das auch, ne? Ja, beide S10-Modelle. Ja, die haben induktives Laden für andere Geräte. Also man kann das dann hinten drauflegen und dann würden die auch mitladen. Und das ist total abgefahren. Also finde ich mega geil. Ja, just saying. Okay. Gut, also wirklich, wenn ihr interessiert seid, ich habe die unten auf jeden Fall nochmal verlinkt mit einem Amazon Referral Link. Natürlich, dass ihr da direkt auf die Seite kommt. Und wenn ihr es über den Link kauft, mich für diese Information, die ich euch hier gerade gegeben habe, auch unterstützen könnt. Würde mich freuen. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt aber. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange Werbung machen und eigentlich sollte es auch keine Werbung sein, sondern echt eine Empfehlung, weil es haben echt viele Leute. Das Ding ist sogar, es fragen so viele per DM privat und ich muss mich dann so ellenlang mit denen unterhalten und es frisst mehr Zeit, als wenn ich jetzt einmal hier 5 Minuten sitze oder weiß nicht, wie lange es jetzt war und einfach mal das ins Video rausposaune. Naja, alle anderen, die es nicht interessiert haben, haben wir jetzt sowieso übersprungen. Wir kommen jetzt zu etwas Entspanntem. Wir dachten, wir gönnen uns einfach mal, ja, richtig fett die Jungs mit ihren super sexy, überkrassen, heftigen, kranken, mindfucking Vocals. Monster X. Okay. Ja, die sind ja auch krass. Da gibt es einige, aber auch so EXO, BTS. Ja. Stray Lass Kids. laufen. Okay. Everyone can sing. Ich bin gespannt, ob jeder singen kann. Manche behaupten das ja. Ist laut genug? Mhm. Schöner Vibrato. Oh! Mhm. Das war die schwierige Stelle. Achtung. Wow! Das ist krass. Mhm. Er weint gleich. Wow! Das ist wirklich die schwierige Stelle, weil man von der Bruststimme in die Kopfstimme wechselt, wenn man die denn so nennen möchte. Ich habe auch schon Gesangslehrer entdeckt, die das nicht so nennen möchten, aus Gründen. Naja, auf jeden Fall ist es klar, dass die Stimme nicht dann aus dem Kopf rauskommt, aber naja, auf jeden Fall, genau dieser Wechsel ist eben das Schwierige und das da hinzubekommen, dass da quasi kein Bruch ist, wenn man weißt du? Mhm. Ich möchte es jetzt nicht nachmachen, bitte. Oder dass dieser Übergang wirklich so flüssig wie möglich oder so schnell wie möglich ohne einen Bruch ist, weil das sonst vielleicht so ein also ihr wisst, was ich meine. So wäre es dann halt, dass man diesen so, wie so einen richtigen Bruch dann drin hört und das ist dann nicht so schön. Da ist genau die Schwierigkeit, hat er richtig gut gemacht.
언젠간 내가 말했지 사랑하면서 왜 헤어지는지 모르겠다고 Cute. 우린 난 헤어질 거라고 Das ist schön. Versace on the floor. Oh, da wird man richtig weich gerade. Ich wollte nur kurz anmerken, dass sein In-Ear-Monitoring fast genauso aussieht wie die Samsung Earbuds. Witzig, Alter. Oh, shit. What? Wieso haben die jetzt aufgehört? What? Alter, dieser Run war ja mal heftig krass. Krass. Ich drehe die ganze Zeit an deinen Kopfhörern. So. Oh, der Song war mega geil. Ja, Moment mal, aber das war jetzt gerade Playback. Das war doch nicht live gesungen. Das war doch niemals live. Das klingt wie von der CD quasi. Das ist ja auch so eine TV-Show-Performance, wo die ja schon gerne mal einfach Playback machen, weil es TV ist. Und beim TV macht man das. Die haben ja auch immer krasse Performances mit den Tänzen und so. Ja. Da kommst du ja teilweise gar nicht hinterher. Genau, Da ja. funktioniert es ja dann gar nicht. Aber ich glaube, hier war das jetzt nicht gesungen. Nee. Hä? Direkt ausziehen, los geht's. Oh Mann, die schneiden das viel zu cool. Ja, das geht voll schnell. 너를 보내고 후회하는 날 사실은 말야 널 지우려고 애를 써봐도 그게 잘 안 돼 사랑해 나 So beautiful So beautiful 넌 너무 예뻐 Ich? 누가야 할지 Ja, also bei diesen TV-Show-Dingern wäre ich mir echt nicht so sicher. Also das sieht echt immer so ein bisschen aus, als ob das Playback ist. Aber jetzt alle TV-Show-Dinger oder nur das Nee. eine? Also so, wenn die Das hier. genau, ja. Weil die auch diese Mikros haben, also es gibt diese Mikros ja tatsächlich, dass man die da so wie hier vom Mund eben so hat. Die haben auch ein In-Ear-Monitoring, aber das klingt wie von der CD. Also ich höre da jetzt nichts live raus, aber vielleicht irre ich mich da auch. Aber das ist ja, wie gesagt, weil es eben TV ist und da macht man gerne. Also gerade wo performt wird gleichzeitig noch und naja, ihr wisst ja, also da ist halt oft Playback. Auch einfach aus technischen Gründen teilweise halt auch, ne? Weil das sonst oft zu riesigem Aufwand plötzlich in diesen TV-Shows kommen würde, wenn man da Live-Performances macht. Und die wollen dann auch ungerne, dass es irgendwas passiert während diesen Performances. Die wollen einfach alles so einfach und so perfekt wie möglich. Die
schneiden es an den komischsten Stellen. Leute, schickt uns auf jeden Fall mal bessere Monster X Vocal Videos. Wir haben, glaube ich, ein nicht so gutes erwischt. Ich habe das Gefühl, die besten Stellen werden dann immer gecuttet. Ist ja auch. 행복하게 해주던 그 멜로디가 아직 너무 찬란하다 Das live. Krass, wie ihm die Stimme weggebrochen ist. 살고 싶지 않아 걷지 않아 너는 날 Das war doch Dings. Hyolyn, oder? Dachte ich auch gerade. 이렇게 미치도록 슬플 줄이야 Aber er hatte gar kein In-Ear-Monitoring drin, oder? Stimmt. Also ich habe zum anderen. Keins gesehen. Man hat ihn nur von hier gesehen, oder? Ah, nee, er hat keins. 너무 찬란하다 Nee, er hat keins. Haben die Speaker vor sich stehen? Ja. Hier. Da ist das Monitor. 내가 보인 나를 잃고 난 뒤 미련이 만든 나의 환상이 나를 더 오가매요 내게서 멀게 해 Oh mein Gott. Das ist genau dieser Wechsel von der von der Brust zur Kopfstimme. Oder ja, Brust, Bauch. Nee, ist schon Brust, oder? Was habe ich gerade gesagt? Ja. Brust zu Kopf. Auf jeden Fall, was ich auch sehr krass fand, dass man sein Vibrato auch gesehen hat. 미련이 만든 나의 환상이 나를 더 오가매요 Ne, weil sie ist die Zunge, wie sie hinten vibriert. Ja. Und dann wirklich diesen. Richtig krass. 만든 나의 환상이 Warte, ich mache mal das Bild groß. 나를 더 오가매요 내게서 Also wie das richtig so. 멀게 해 Weil man kann ein Vibrato natürlich auf mehrere Arten und Weisen erzeugen. Und eine davon ist eben wirklich die, dass man die mit der Muskulatur, die im Hals und im Kehlkopf eben sich befindet und das kontrolliert vibrieren lässt. Oder man macht das, ja, ich weiß nicht, ob man das die dreckige Version nennen kann, aber man macht das dann einfach mit dem Kopf, dass man den dann wackelt. Was? Ja, weil wenn du einen Ton hältst, wenn du jetzt einen Ton hältst und dann mit dem Kopf wackelst oder schon wenn du redest, dann hat das ja auch ein Vibrato drin. Stimmt. Du kannst ja Okay. Oh. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Krass, Ja, okay. das ist die dreckige Version, aber wenn Ja, du das ist wirklich eine dreckige Version. ja, und ich weiß nicht, ob man. Es gibt auch Stellen, wo es Sinn macht, es tatsächlich eher mit dem Kopf vielleicht zu machen, wenn man es ein bisschen anders klingen haben möchte oder wenn das einfach die Technik ist, die man gerne macht. Deswegen will ich das jetzt nicht so ins Negative ziehen. Es gibt schon Stellen, wo das Sinn macht, indem man einfach mit der Kopfbewegung den Ton verändert, beziehungsweise also wirklich verändert, nicht in der Tonhöhe unbedingt, sondern wie er klingt. Ja, macht schon Sinn. Also du kannst auch wirklich, auch wenn du zum Beispiel abbrechen möchtest, also dass es einen sehr, sehr harten Cut hat am Ende, dass du dann auch kannst auch den Kopf ein bisschen wegdrehen und natürlich musst du den Mund natürlich zumachen und so weiter, aber du kannst auch so ein bisschen wegnicken quasi. Aber eben diesen Vibrato mit dem Kopf wackeln, der funktioniert tatsächlich auch. Oh, die Kamera sind aus. Haben wir schon über eine halbe Stunde geredet? Oh mein Gott. Ja gut, wir wollten nur schnell ein Video machen. Das ist immer so, ich muss jetzt mal was nicht zu den Stimmen sagen. Das ist immer so süß, das ist auch bei BTS, wenn sie über einen Ich weiß, was du sagen willst. so erfreut und überrascht sind und immer dieses aber wie sie das sagen, so diese, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ja, es hat sowas krass
weiß ich nicht, so respektvoll, Ja, beeindruckt und trotzdem so freudig. Ja, und so supportive trotzdem. Das ist, ja, das ist aber auch mega cool. diese, ich weiß nicht, ob es die Stimmlage ist, wie die das sagen, wie es dann auch immer klingt, so, das ist voll niedlich irgendwie. Voll, ja. Das habe ich, ja, stimmt, bei BTS und so war das auch. Ja, echt cool. Und steht irgendwas mit Acht. Oh. Die singen halt teilweise auch in so TV-Shows über Playbacks einfach mit drüber. Ne? Aber wenn das Playback dann halt so laut ist schon oder in der Videoversion sehr laut drin ist, dann hörst du halt nichts mehr von den Live-Stimmen. Ja, oder halt relativ wenig. Ich wundere mich, ja. Wobei, wenn die halt da jetzt, haben sie ja nicht getanzt, aber wenn sie stehen, dann singen die dann schon mit voller Power. Das ist schon was anderes als bei den Performance. Das Mikro habe ich auch. Steht da. Oh Mann, jedes Mal, wenn man gerade reinkommt, macht das Video einfach einen Cut. Das ist das schlimmste Monster X Vocals Video wahrscheinlich, was wir ausgesucht haben. Es tut uns leid, Leute. Es tut uns leid. Wir merken es gerade selber. Wir gucken halt die Sachen dann zum ersten Mal. Wir bekommen manchmal Sachen zugeschickt oder wir sehen irgendwas, was uns dann vorgeschlagen wird von YouTube und wir, okay, es kommt in die Liste rein und dann so, ey, voller Erwartung gucken wir uns das direkt dann mit euch an und dann ist es vielleicht nicht so gut. Gerade bei diesen Zusammen-Cut-Videos und so. Ah, Mann, ey. Wir haben eigentlich auch voll viele von euch schon drin, aber manchmal sind manche irgendwie, weiß ich nicht, von uns schlecht selber ausgesucht oder so. Ah, na gut. Guck's jetzt aber zu Ende. Ist das nicht nur ein Musikvideo? Ich meine, vielleicht wollen die einfach nur zeigen, wie jeder singt. Die wollen einfach nur zeigen, wie jeder klingt. Einmal live, performen, ein Musikvideo. Ah, okay. Krass. Den haben wir noch nicht gemacht, ne? Nee. Ich verstehe langsam, glaube ich, das Konzept des Videos. Die wollen zeigen, wie jeder einzelne Member in der Performance aussieht. Live-Performance, aber halt ein Playback-Gesang. Dann vielleicht ein bisschen Ballade, aber Live-Gesang dafür. Dann vielleicht irgendwo so richtig trocken Interviewsituation live und im Musikvideo. Ich glaube, jeder soll einfach... Kann sein. Ja. 미쳐버릴 것 같아 대체 뭐야 방해버린 것 같아 하루 종일 머릿속에 매매음 돌아버려 물음표가 매매요 가시도 친 걸 Alter, hast du die Augen gesehen? Hast du die Augen gesehen? Nee, was war mit den Augen? Ach so, ja. Krank. 매매음 돌아버려 물음표가 매매요 가시도 친 걸 알면서도 갖고 싶어 가시줄기 Das ist der gleiche? Stand da nicht auch Main Rapper? Ja. Gut, aber eigentlich überrascht es ja nicht mehr. Wir haben ja schon bei so vielen K-Pop-Gruppen haben wir das schon gesehen, dass die Main Rapper plötzlich die höchsten Töne da singen, weil die anderen es nicht schaffen oder sonst irgendwie. Das ist abgefahren. Wo ist Butch? Boah. Sag mal hier aus Deutschland einem Main-Rapper so, ja, mach mal bitte so. Kannst du vergessen.
Ciao, Alter. Oh mein Gott. Feierabend. Wie lang der diesen Ton am Ende auch noch gehalten hat. Unfassbar. Und überhaupt so lang die Luft angehalten. So durchgesungen. Wahnsinn. 자신에게만 과한 그 존재에게 느껴지는 내게란 kommt jetzt wieder Musikvideo. Also Musikvideo. Deswegen müssen die auch direkt cutten, weil der Part nur so kurz ist. Weil es ja so viele sind. Ja, jetzt wieder die Performance. Ja, da bin ich mir echt sicher, dass es... Ja, aber ich meine, da kommt jetzt wieder die Performance, dann kommt als nächstes dann wieder, wie die alle in der Reihe stehen und dann kommt wieder, okay, jetzt haben wir es, oder ich habe es verstanden. Jetzt. Ich muss fast zu Ende. Ich bin halt ein helles Köpfchen. Ich wäre nicht drauf gekommen. Und das live. Ja. 좋아요는 안 눌렀어 나만 이런 것 같아서 Ganz was anderes. 인스타그램 Oh, Dean. Geil. 문제야 문제 Ja, 온 세상 속에 so schöner Song. Haben wir ja auch schon eine Reaction zu gemacht. 사랑 노래가 와닿지 못해 나의 맘속에 생각이 너무 많네. Schön. Jetzt bin ich gerade erst reingekommen, wo du mir das Konzept erklärt hast. Ja, ich auch. Mist. Vor allem, ich dachte, es wäre so ein Monster X-Video, wo man sieht, dass die Jungs, wie sie live halt alle krass singen. Aber es ging darum zu zeigen, wie sie in verschiedenen Situationen singen. Jeder klingt und dass jeder eine gute Stimme hat und jeder singen kann von denen. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Deswegen auch Everyone Can Sing, weil jeder von denen singen kann. Na gut. Selbst die Rapper können singen. Also alle, die gerade schon, während wir uns hier fast ausgelassen haben, böse Kommentare geschrieben haben, dass wir es nicht gerafft haben. Wir haben es doch noch gerafft. Wir haben es doch noch gerafft, aber erst 1 Minute vor Ende des Videos. Egal. Ja, ihr habt recht gehabt, aber man kann Kommentare auch bearbeiten und ihr könnt wieder was Liebes hinschreiben. Vielen Dank. Danke. Ja, aber schickt uns gerne weiterhin auch hier so Fun-Reaction-Videos, also Videos, wo wir jetzt nicht direkt auf die Musik vielleicht eingehen, aber die Leute vielleicht ein bisschen auch mal einzelne Personen sehen und kennenlernen. Wo wir die Member kennenlernen oder mehr von den Stimmen so sehen können. Hören. Ja. Sehen willst du meistens nur anderes. Gerade wenn es die Jungs von... Was? Gut, Das und lass ich dann mir jetzt würde nicht ich sagen, vorwerfen. ich Du hoffe, hast ihr auch habt was schon sehr gelernt. viel zu sehen Falls ja, bekommen. lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Checkt auf jeden Fall Dana nochmal unten in der Beschreibung ab. Und die Kopfhörer, wie gesagt, ich habe auch nur so eine lange Anleitung gemacht, weil... Die sind auch in der Beschreibung. Genau, die sind auch in der Und ich hole Beschreibung. mir die jetzt. Jetzt, morgen. Ja. Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Guckt sie euch einfach mal an. Ja, genau. Ich habe auch gesehen, Amazon macht Same-Day-Delivery bei denen. Da sind die ganz kleines bisschen teurer, aber dafür Amazon Same-Day und es ist echt cool. Ja. Aber du hast sie dann weiß. Ja, ich nehme die in weiß. Oder? Ja. Okay. Bestimme ich das? Ja. Ja. Dann ja. Ich habe ja gesagt, du sollst schwarz nehmen. Ich wollte schwarz. Okay. Gut, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Cool. Und Lass mal so ein Video machen. wieso? Warum nicht? Aber da ist die Lampe, die Steckdose. Eigentlich müsste das jetzt auch aus sein. Naja, gehen wir. Tschüss. Frag mich nur, wer es ausmacht. Aber warte, ich muss mein Handy noch holen. Tschüss. Hab mein Handy vergessen. Ja gut, irgendjemand muss es ja halt ausmachen, dann mach ich es halt aus. Danke, tschüss.